eine gute Begegnung mit Toten habe ich mit der ehemaligen Frau gehabt, ganz am Anfang, wo ich sie kennengelernt habe. Okay. Da sind wir nach Slowenien gefahren, nach Bled, das ist ein See. Und da gibt es ja ganz ein bekanntes Gasthaus oder die machen so Cremeschnitten, ja. Mhm. Und die sind, ich weiß, wie viele Millionen Cremeschnitten die gemacht haben, sind sehr bekannt. Ich meine, in Slowenien sowieso am meisten bekannt. Und dort hin sind wir halt gegangen, eine Cremeschnitten essen. Und das ist so quasi so wie im ersten Stock oben ist eine große Terrasse und dann schaut man so auf den See hinunter. Und es ist so schon so, es hat gedämmert, so die Sonne war beim Untergehen. Und auf einmal haben wir beide, die Wilhelmine und ich, unsere Väter von uns gespürt. Aber jetzt kann ich nicht sagen, haben wir mir über die Väter gesprochen, aber wir haben beide sie so gespürt, die waren so wie da, so, dass ich sage, die waren ein paar Meter von uns entfernt, die sind da gestanden. Und das war unbeschreiblich schön. Uns sind beiden die Tränen gekommen, vor lauter Rührung, vor lauter Dankbarkeit. Das war so eine Begegnung, ja, einfach mit einem wunderschönen Ausgang. Mhm. Ja, wo hinten noch so eine Dankbarkeit war. Aber interessant war, dass wir beide, Ja. sie ihren Vater, ihm, einen Vater und umgekehrt, wir haben beide die Väter sowas von gespürt. Die, was den Segen, damals war halt so, die geben uns den Segen. Mhm. Ja, weil ja gerade von den Vätern wir den Segen früher nicht üblich war oder nicht so üblich war, nur vereinzelt waren Fälle, wo die Väter auch gesegnet haben, wo die Väter auch quasi die Kinder miterzogen haben und so weiter, weil die Väter waren halt in der Arbeit und. Aber halt alles was anderes, nur nicht mit den Kindern, nur nicht mit denen und geschweige schon irgendwas Spirituelles und geschweige es war quasi ein Segen und so weiter. Aber wir haben das so gespürt und es war sowas von wunderschön. Mhm. Sowas von wunderschön. Und das ist, das kann man nicht beschreiben. Das kann man nur erleben. Ja, Das das ist stimmt. möglich. Und wenn jetzt da Seelen da sind, wenn es Seelen sind, die was nicht bösartig sind, dann kann man genauso die Hand auf die Brust geben und sagen, bei mir darfst du zur Ruhe kommen. Das sind so wie Schutzengel auch, die was bei uns sind. Mhm. Ja, das ist eine Variante. Wenn ich über sie, na, ist eine Energie, die was so pickt und nicht gut ist, ja, Mhm. dann muss ich sagen, geh, aber ganz klar, geh. Du hast da nichts verloren. Du bist tot und ich lebe. Geh. Mhm. Und wenn es ganz schlimm ist und wenn man ein bisschen einen Hang zur Spiritualität hat, dann kann man noch sagen, nur Gott hat die Macht. Dann gibt es keine Seele mehr, die bleibt. Dann gibt Mhm. es keine mehr, die bleibt. Ich habe das schon zigmal gemacht. Zigmal gemacht. Und Leute, die was gelitten haben unter dem, dass sie immer wieder von gewissen Ahnen quasi in Besitz genommen worden sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so dass die Frau quasi das gesehen hat, oder auch der Mann, ist egal, ob männlich oder weiblich, dass sie gesehen hat, da geht es jetzt um diese Seele. Da bin ich und da geht es um diese Seele. Ja. Und sie nachher ganz eindeutig gesagt, bitte, nichts, geh. Du hast da nichts mehr verloren, es ist vorbei. Oder du hast verspielt, je nachdem, was es intuitiv oder inspirativ kommt. Du Mhm. hast verspielt, wenn es Täter waren. Oder. Ja, geh. Bei uns noch unseren Dialekt hast du auch, hau ab, nicht, Ja. verschwinde. Wenn es mit lieb und nett nicht geht, hinausschmeißen, wie Mhm. das in den Träumen ist. Wenn man selber aber nicht das quasi
fertig bringt, dass es wirklich weg ist, dann sollte man entweder zu Nathalie oder zu mir kommen und sagen, okay, du, ich spüre da und es peinigt mich, kannst du mir die Seele quasi wegbringen? Natürlich und gerne. Gell? Wobei auch ich für diese Seele immer wieder noch bitte um den Segen, um Erkenntnis, ja, dass die Seele erkennt, um Gnade und so weiter. Und das, was da in dem Moment zu dieser Seele kommt, so dass die Seele noch auch so eine Berührung, eine Seelenberührung kann und es weitergehen kann. Ob's wert, hängt nicht von mir ab, sondern das ist Gnade. Mhm. Ja, das ist Gnade. Ja, da ist auch vorige Woche eine Frau bei mir gewesen, die war bei einer Therapeutin und da sind sie irgendwie auf das erste oder zweite Interview gekommen und dann hat diejenige Frau gesagt, ich muss unbedingt zu dem gehen. Dabei ist sie aus der Nachbarortschaft von mir. Okay. Die ist gekommen und dann hat sie halt gesagt, ja, die gewisse Geschichten. Und dann habe ich gewisse Verbindungen durchtrennt, die eine Verbindung, die andere Verbindung, die dritte Verbindung. Ich habe gesagt, ja, das war notwendig, das wendet die Not. Aber ich spüre da noch ganz was Wesentlicheres. Mhm. Und das ist nicht loslassen können von deinem verstorbenen Sohn. Oh ja, oh ja. Und von deinem verstorbenen Mann. Und da hängt so viel dabei. Habe ich der Sohn schon sehr lang her ist, wo er gestorben ist. Aber die war noch so verbunden, es gibt so, und das war notwendig, das war so notwendig. Und das war der Punkt von dem Setting, dass sie diese Seele loslassen hat können, dass sie den Sohn gehen hat lassen können, dass der gehen darf und kann. Es war riesentragisch, das, was dort passiert ist. Und damit war sie noch viel mehr verbunden mit diesem Sohn. Mhm. Aber wenn die Verbindung, frag mich nicht, über 10 oder 20 Jahre dauert, dann hat's was, sage ich. Ja. Aber das ist natürlich, wenn ein Kind Und stirbt, das zerreißt einem das Herz. Und da war es so notwendig, quasi, war nicht einfach, aber es ist gegangen, dass sie aus der Tiefe der Seele sagen hat können, jetzt darfst du ziehen, jetzt darfst du gehen. Und geh in Frieden und geh ins Licht. Geh in die ewige Ruhe. Mhm. Und ganz gleich auch beim Mann. Der Mann, der verstorben ist, was hat sie erzählt, hey, was sie für glückliche Jahre gehabt haben, wie es ihnen gut gegangen ist und so weiter. Das bindet. Ja. Aber einmal darf es vorbei sein. Und da habe ich gesagt, dann sagst du ihm, ich bleibe noch etwas. Mhm. Dann komme ich nach. Und dann sehen wir uns wieder. Dann sind wir wieder zusammen. Was eine glückliche Verbindung, wo sie sich ja gut verstanden haben. Der was 3, 4 Tage bevor er gestorben ist, quasi sich hereingebeten hat und gesagt hat, du, ich hab das so gern und das andere und das ganze Leben, wie es war, so Art so wie eine Lebensbeichte oder Lebensfilm quasi runtergespult und der Frau das gesagt, hey, sind mir die Tränen kommen dabei. Was tief ergreifend das war, wie er ihr das gesagt hat und hat gesagt hat, ich lebe nicht mehr lang. Er hat gespürt. Er wird in die nächsten paar Tage sterben und es war so. Gell? Und es war so bewegend, wie er da erzählt hat. Ich meine, wo ich gespürt habe, was da für eine Liebe möglich war, wie sie sich verstanden haben. Die haben eine riesenlange Ehe gehabt, ich weiß nicht wie viele Jahre, 40, 50 Jahre. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber sehr lang. Ja. Aber trotzdem, die waren, was so in allen verbunden. Ich meine, natürlich, überall gibt's in jeder Beziehung kann es Probleme geben. Und in jedem Leben geht's halt, ist ein Auf und Ab und einmal bist du
einfach einmal in der Talsohle drinnen, einmal bist vielleicht in irgendwo am Brunnen unten und dann musst du aufersteigen und so weiter. Das ist das Leben. Aber trotzdem, die waren sowas von, du hast gespürt, da war eine Verbindung da war so ein Ich, ein Du und ein Wir. Wow. So, das war so eine Verbundenheit. Und das war so schön, wo ihr das gesagt hat und einfach schön, wo sie loslassen hat können. In dem Sinn, jetzt darfst du gehen, jetzt darfst du ziehen. Ich weiß, dass dir jetzt gut geht, dass du im Frieden bist, dass du im ewigen Licht bist und in der ewigen Ruhe, wo es jetzt keine Zeit gibt. Keine Zeit und kein Raum. Wow. Hey, und so weiter. Passt. Ich habe sie einfach umarmt. Ist so eine feine Seele und verständlich war es so vom Verstehen her, dass die Verbindungen bestanden sind, ob zum Sohn oder zum Ehemann, weil es einfach tief Bewegendes war, weil tief Traumatisches war, das vom Sohn, weil tief Bewegendes das vom Vater, vom Mann war und so weiter. Es bringt mich oder es bringt sie in die Ruhe. Was, da hat sie ganz eine andere Lebensqualität, wenn sie, so tragt sie das mit. Das ist genauso wie ein Mittragen, so wie ein Mittragen von, wenn man einen hassen tut, wenn man auf einen Wut hat, und dann, das ist das Nachtragendsein, dann tragt man das mit, man trägt es nach. Diese Trauer, diese Verletzung tragt man mit. Ja. Das kann man abgeben. Man kann auch darum bitten, das hilft mir, dass ich das loslassen kann. Ich habe gesagt, da gehst halt aufs Grab vom Mann und aufs Grab von deinem Sohn und dann tust du eine Kerze anzünden und sagst dort noch einmal, ich lasse dich gehen. Ich bleibe noch. Aber ich freue mich auf das Zusammentreffen wieder. Dass wir uns wieder begegnen. Und jetzt darfst gehen. Wow, das ist nur notwendig. Und jetzt, jetzt haben wir jetzt wirklich jetzt in den letzten Tagen quasi, habe ich glaube, 3, 4 Frauen gehabt, die was alle so stark retten wollten. Retten wollen. Da kommt eine Frau, habe ich mit ihr gearbeitet, die ist aus München oder in der Nähe von München, ist egal. Das eine ist, sagt sie, zuerst hat sie mir eine E-Mail geschrieben, sagt sie, Franz, könntest du was machen? Da geht es um mein Neffen, ja, und der ist magersüchtig und so weiter, und der ist schon knapp beim Sterben und. Ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht und so. Habe ich natürlich noch auch zu diesem Neffen in dem Sinn den Segen ausgesprochen und so weiter, um Erkenntnis gebeten und, halt das, was da in dem Moment war. Aber dann habe ich dieser Frau, die was mir angerufen hat, gesagt, bitte, du siehst das Leid bei den anderen, aber das eigene Leid siehst nicht. Du willst ja in dem Sinn ja unbewusst die retten. Ja. Und du siehst das Leid bei den anderen und die willst retten. Und damit, wenn sie aber retten willst, machst du nichts was Positives, überhaupt nichts Positives. Du kannst um sie bitten, das ist ganz was anderes. Sie retten wollen. Ja. Und dann haben sie natürlich zurückgeführt auf ihre Themen, die was sie da hat, wo sie quasi gedacht hat an energetischen Austausch zwischen Mama und Papa und Papa und ihr und. Ich meine, die ganzen familiären Verbindungen, die was waren, die was wirklich zu wünschen haben, übrig was gelassen. Und da sind eine Geschichten. Aber für den Neffen oder für die weitere Verwandtschaft, wir können immer bitten.
Wir können abgeben und bitten und sagen, bittchen, lasst sie erkennen, bittchen, gebt sie ihr den Segen, dass sie genesen, dass sie und so weiter. Einfach das, was halt das Thema ist. Weißt du, dann, was ist so, ja, einfach es ist ihr gut gegangen. Und ich gesagt, jetzt muss den Fokus, den Scheinwerfer auf die richten. Jetzt bist du wichtig. Ja, wenn ich sage, jetzt, Nathalie, jetzt bist du wichtig. Jetzt schreibt da oben über das Bett, habe ich gesagt, ein Plakat. Jetzt nehme ich mich wichtig. Oder jetzt bin ich an der Reihe. Oder jetzt werde ich Selbstliebe praktizieren. Das ist nicht Egoismus, sondern das ist, ich nehme mich wichtig. Und jetzt werde ich auf meine Mankos, auf meine Herzenswünsche, auf meine Geschichten schauen, die, wo sie mit Füßen treten tue. Und alles andere ist wichtiger. Noch komme ich erst dran. Und da ferner liefen. Passt überhaupt nicht. Okay? Passt überhaupt nicht. Und ich würde sagen, dass da die Frauen noch mehr in diesem Retten wollen drinnen sind. Ja. Ob das die eigenen Kinder sind, dass sie sagen, okay, und ich habe das Schicksal der Kinder, ich will sie retten vor, sie brauchen aber eigene Erfahrungen. Das können wir auch sehen nicht nehmen. Und wenn man sie jeden, ist wurscht wen, ob den Partner, die Kinder, sobald man sie retten wollte, dann schwächen wir sie. Sobald wir aber sagen, ich achte dein Schicksal und ich lasse es bei dir, das ist deine Erfahrung, das ist deine notwendige, damit das sich wenden kann, ja, Erfahrung, dann stärke ich denjenigen, ja, ob das Partner, Sohn oder irgendwer ist. Und ich ziehe mich zurück und ich sage, ich bin in Liebe da. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Ruf mich an, ich bin da. Tu mal. Ich mache, was ich kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sage, okay, und ich bitte meine spirituellen Helfer oder Schutzengel oder Heiligen oder Christus oder, jeder, wie er nennen will und haben will, ich bitte sie, dass sie mir helfen, dass sie den Neffen helfen, dass sie meinem Partner helfen. Ob das was Seelisches ist, ob das was Körperliches ist, machen wir es. Ja. Ja. Ja, ist auch ein ganz guter Punkt, weil das habe ich auch oft bei Frauen und ich weiß es ja selber von mir, aber es sind welche, da bin ich ja fast schon egoistisch, ja, die so in dieser dienenden Rolle drinnen sind. Das ist unglaublich und dieses Dienen fast schon bis zur Aufgabe des eigenen Lebens praktiziert wird, sodass die selber fast nicht mehr erkenntlich sind als Mensch, ja, und mit eigenem Standpunkt, sondern es wird gedient, egal wer um die Ecke kommt, so ungefähr. Und was da auch interessant ist, wenn du gerade von der Tante gesprochen hast, die sich um ihren Neffen ängstigt, oder wenn das der Onkel ist oder der Bruder, die Schwester oder die Großeltern. Ich finde die Analogie wenn man mit dem Flugzeug fliegt, passt wunderbar. Zuerst heißt es immer, die Maske sich selber übersetzen, die Sauerstoffmaske, und dann dem Kind helfen. Und jeder kann, wenn er bei sich guckt, schon die Energien klären. Das muss nicht nur für jemanden sein, sondern ich kann auch, wenn das mir so ein Anliegen ist, wenn mich das so schmerzt, berührt, ja, oder hilflos macht, dann wäre es schön, erstmal bei mir selber zu schauen, weil ich bin ja auch Teil dieser Familie. Genau. Und wer jetzt zuerst anfängt, manchmal sind die Eltern so überfordert, die können einfach nicht. Genau. Und dann kann aber vielleicht Bruder, Schwester oder Mama, Papa oder wer auch immer gerade die Kraft hat und den inneren Ruf hat. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber dann, wie du sagst, mit dem Blick nach innen, warum fühle ich mich gerade so hilflos? Warum fühle ich mich so verängstigt? Und weil wir Glaubensgrundsätze von unserer Mutter, von unserem Vater, von unseren Ahnen bekommen haben. Meine Eltern, wir sind insgesamt 3, ich habe 2 Schwestern. Meine Eltern haben zu 100% nur für uns 3 Kinder gesorgt. Die sind auf keinen Urlaub gegangen, die waren zu Hause, die haben nur gearbeitet und denen ist es darum gegangen, dass es einfach den Kindern besser geht wie Sehnen.
Ja, weil sie im Krieg waren, weil sie der Vater kriegstraumatisiert war, die Mutter zum Teil genauso, weil sie es auch miterlebt hat und. Das ganze Leid, sie wollten den Kindern einen anderen Staat bieten. Sie wollten den Kindern andere Möglichkeiten bieten. Ja, bieten. Und ja, aber das, so wie du sagst, bis zur Selbstaufgabe, die haben sich, da war nichts da. Da war, Liebe deinen Nächsten war so groß, ja, Genau. und ich selbst war weggelöscht. Das war weg. Das war nicht da. Meine Mama, ich sag später, wo der Papa, er ist früher gestorben ist, ist sie noch mit der Schwester ein paar Mal so auf Pensionistenurlaub oder irgendwas gegangen, dass sie ein bisschen was erlebt hat, ja. Aber sonst waren sie komplett in dem drinnen und was war auch so, wahrscheinlich auch vom Kirchlichen her geprägt. Ja, liebe deine Nächsten. Und das dich selbst war Egoismus. Ja, So ein Anhängsel eigentlich, ja, gell? ein Anhängsel und der Egoismus. Ja. Ich sehe es anders. Ja, natürlich ist gut, dass man da ist. Natürlich ist gut, dass man sie begleitet. Natürlich ist gut, dass man die Kinder pusht. Ja, aber die Kinder sind anders wie wir. Und die haben andere Herausforderungen wie wir. Und alles kann man nicht wegtun. Ja, und wie schön ist es, wenn ihr ein Kind sagt, okay, das, was du lebst, ist deine Lebensvorstellung, ist dein Lebensbuch. Meins ist ganz anders, aber das heißt nicht, dass meins ist besser oder deins ist schlechter. Überhaupt nicht. Es entwickelt sich ja weiter. Ja? Ja. Wir sind verwickelt und dann tun wir uns entwickeln. Ja? Und wir haben die Chance einfach auch über die Jugend uns zu entwickeln. Ja? Und sagen, hey, haben super Ideen. Ja, nicht nur, ja, Maria, so wie die Jugend ist, da musst alles zu den Bach runtergehen und so weiter. Das haben sie schon vor 5000 Jahren gesagt, mit der Jugend wird nichts gehen. Ja, Ja, genau. Das hätte nicht anders. Ist aber nicht so. Ja, Stimmt. Jede Generation hat die eigenen Herausforderungen. Jede Generation hat, und die Generationen, die was jetzt sind, haben riesen viel wirklich Traumen aufzuarbeiten, Ja. so leid es mir tut zu sagen, die was halt von den Ahnen, von den Tätern sowie von den Opfern und überhaupt noch über die Kriege quasi hereinkommen. Ja. Und durch die Durchmischung quasi, wo überall alle Nationen sind, wo noch Menschen da sind, die was, weiß ich nicht, den Vietnamkrieg durchgemacht haben oder andere Menschen, die was in Ex-Jugoslawien den Krieg mitgemacht haben oder ich meine, in unmittelbarer Nähe von uns, ja, oder etwas weiter gesehen. Es gibt tausende Kriegsherde auf der ganzen Welt. Ja. Und die werden genauso traumatisiert, auch im Jetzt. Ja, natürlich. Das ist das eine. Aber wie viel tragen wir in unserem Rucksack mit? Ja, in unser Karma, unser Erbsünde, frag mich nicht wie. Ist egal, wie wir es nennen. Aber das, was wir ungewollt mitgekriegt haben. Und das als einige sagen, ja gut, das ist mein zweites, mein drittes, mein irgendwas Leben und so weiter. Jeder wie er will, ja, wo ich mich weiterentwickeln tue, wo ich was weitermachen tue. Ich sage halt, ich spüre halt diese Verbindungen zu den Ahnen, wo halt immens viel da ist und wo man aber auf der anderen Seite immens viel wegschaufeln kann, damit man frei ist, frei, seelisch und körperlich. Ja, und ganz anders weiterkommen kann. Und da sagst du, das gibt's ja nicht. Wie kann das einen Menschen belasten? Vor ein paar Tagen ruft mich eine Frau an und sagt sie, du, ich habe so ein Problem, das Erbe meiner Eltern anzunehmen. Ich bin die einzige Tochter und ich kann das Erbe meiner Eltern nicht annehmen, weil die Eltern immer mir so einen Glaubensgrundsatz gegeben haben, bitte, quasi nur wer leistet, der darf was haben. Ja, über die Leistung definieren. Aber das Erbe ist so keine Leistung, die hast du geschenkt gekriegt. Und dann aus diesem unbewussten Glaubensgrundsatz was ich kann das Erbe nicht annehmen. Und das war ein schönes Erbe, was sie geerbt hat, gell? Ein großes Erbe. Aber ich kann es nicht annehmen. Und wie schön war es nachher, wo das aufgelöst war. Ja, wo das aufgelöst war. Und wo sie das Erbe nachher dankend annehmen hat können. Und wo sie den Eltern nachher, die schon lange verstorben sind, auch sagen hat können,
Danke. Mhm. Danke, dass man diese Möglichkeiten quasi durch die Erbschaft gegeben hast. Danke, Mama, dass man das geben hast. Aber die anderen Glaubensgrundsätze oder das andere, was ich gekriegt habe, das gebe ich echt zurück. Das gebe ich echt zurück. Ja. Das ist so, wie wenn ich sage, okay, bei der Zeugung haben öfters Mann und Frau schon Vorstellungen, wie die Ja. Tochter oder wie der Sohn sein soll. Ja. Mhm. Hey, zurückgeben, alles zurückgeben. Das gehört nicht zu uns. Das sind die Vorstellungen der Mama, des Vaters. Der Vater will, dass aus mir ein Arzt oder aus mir ein Therapeut oder aus mir, frag mich nicht, was wird. Ja, weil er vielleicht das nicht geschafft hat oder gemacht hat oder die Chancen gehabt hat oder. Mag sein, wie es ist. Mhm. Da stimme ich dir 100%ig zu. Ja. Und dann, ich meine, wenn wir bei den Seen sind, dieses Festhalten ist so wichtig, loszulassen. Immer wieder loszulassen. Die Menschen, die gehen wollen, auch wenn es die Mutter ist, wenn es der Papa ist und auch wenn es so schmerzlich ist, loslassen. Weil die quälen sich noch ein paar Tage weiter, damit wir sie noch haben. Aber im Leid, in der Qual, im ganzen Drum und Dran. Und wenn wir sagen, Mama, du darfst gehen und geh in Frieden und in Leichtigkeit. Und so wie es dir passend ist. Ja. Natürlich anders ist, wenn Leute noch leben wollen. Und die Nachkommen nachher sagen, ja, und so weiter. Ich meine, das sind noch die umgekehrten Fälle. Mhm. Ja, da muss man halt schauen, wie kann man eine Variante finden, damit das trotzdem einen guten Ausgang hat und trotzdem geht. Ja. Wir sind Menschen. Eins habe ich gelernt. Ich verurteile keinen. Ist wurscht, was ich sehe. Aber wenn die Biografie so dick war, ja, wenn die Biografie so ein Täter war, und wenn ich so eine Bilder einer kriege, dass ich sie nicht einmal weitersagen getraue oder will, weil sie so schlimm sind, ich verurteile keinen. Weil ich nicht weiß, was alles noch dahinter steckt. Was alles das bewirkt hat, dass es so weit gekommen ist. Frei zu sein, das ist so. Und mein Credo ist, hey, die Verbindungen aufzulösen und, sagen wir wenigstens so, freier zu sein. Weil die Traumata, was wir noch kognitiv erfasst haben, zu denen können wir überall unter Anführungszeichen hinschauen. Ja, weil die haben wir ja noch abgespeichert, dass ich da einen Unfall oder frag mich nicht, was gehabt habe und so weiter und das als Trauma in mir abgespeichert ist. Ja, das haben wir da. Wobei das bei den Verbindungen meistens so ist, dass wir das überhaupt nicht haben. Ja, dass wir überhaupt nicht die Idee haben dazu, ja, es kann ja aus einer Verbindung resultieren. Ja. Es kann aus einer traumatischen Kriegsverbindung resultieren oder aus einer traumatischen Verbindung resultieren, wo eine immense Krankheit da war. Es muss nicht jede Krankheit unter Anführungszeichen weitergegeben oder vererbt werden. Das muss nicht sein. Richtig, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, es muss nicht sein. Und dann, natürlich, sind bei uns noch auch Glaubensgrundsätze, wo man sagt, ja gut, die Oma hat es auch gehabt, also ich habe es auch. Mhm. Ja, kann es halt bei mir nicht anders sein. Na, aber es darf anders sein. Wer am Wunder nicht glaubt, ist kein Realist und ich will Realist bleiben. Ich will Realist sein. Es gibt Wunder. Und es gibt so vieles zwischen Himmel und Erde, was man nicht begreifen, aber was geschehen darf. Vielen Dank, lieber Franz. Ich bin dankbar, dass dieses Interview geschehen durfte. Gerne, gerne. Liebe Nathalie, ich wünsche dir viel Segen für deine Arbeit, für unsere Interviews. Ein großes Danke, dass diese Möglichkeit besteht. Dankeschön. Alles Gute zu dir. Danke.